General Gaius? What news, Commander? I did not want to believe it, but Cassius is working with the Moonbloods. He has turned against us. That will be for me to decide. Our paths will cross at the Moonblood camp. Of that I am certain. I will speak with him personally. Is that wise? Our victory is all but assured, Commander. We outnumber them 10 to 1. We possess superior technology, and we have the element of surprise. But why welcome this rogue element? He has already slain your own soldiers. What more proof do you need that he is a traitor to our cause? Cassius is hardly a rogue element, Commander. The Moonbloods have corrupted his mind, forced him to commit these acts against us. Once I can speak with him, once he remembers who he really is, I'm certain he will return to us. Ja, da erzähle ich was, aber das wollte ich jetzt eigentlich... ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das Teil noch hinkriegt. Ich glaube, ich erzähle euch das gleich, nachdem ich dann endlich A gedrückt habe und er weitergeredet hat. But... Yes, sir. As you wish. Cassius, my own friend. So long as you draw breath, I will do what I can to save your broken mind. I promise. Ja, und das fand ich halt beachtlich, ne? Dass der sich wirklich... Also ich meine, General Gaius ist ja der Bösewicht in diesem Spiel, aber nichtsdestotrotz wurde ihm ein Freund weggenommen. Und... Wie soll ich sagen, ne? Mir tut er leid. Also, ne, ich meine, dieser Cassius, wenn der ihm wirklich wichtig war und der wirklich so ein guter Freund von ihm war und jetzt, ne, wird der halt benutzt, um zwar das Richtige zu tun, aber er wird benutzt. Und, naja, ich check gerade, wie viele Leute ich schon gerettet habe. Und stelle dann erschreckend fest, dass es auch ziemlich wenig sind. Aber ich habe von jeder Sorte einen, also es sind ja irgendwie, obwohl, nee, es sind 12 Freunde, das sind gar keine 8. Schon gut. Gut. Ja, Kapitel 5. Legende. Und jetzt sind wir im letzten Gebiet. Dem allerletzten Gebiet. Diesen komischen Vulkangebiet und dem Lager der Moonbloods. Ich finde Mondblüter irgendwie blöd. Naja, da erzähle ich gerade, weil das mit der Cutscene so missgelaufen ist, muss ich das nochmal extra speichern. Ich bin ja auch echt froh drum, dass ich es getan habe. Halt! Who goes? Oh, it's you. Apologies, Miss Robin. Please, enter. Ganz viele Wachen. We welcome your presence, Sen Mithrarin. Preparations for war are nearly complete. Surely you have more soldiers than this. General Gaius is nothing if not thorough. His forces have exterminated most Moonbloods from this land. We are all that's left. How do you expect to win with so few soldiers? We cannot. That's why we created Sen Mithrarin. You dust will turn the tide. Well, no pressure or anything. Yeah. Does General Gaius know of this place? I fear he does now. What? How? One of our own has been keeping an eye on you since your travels began. A merchant, Sereth. Aha! I knew that creepy merchant was one of you guys. How did a Moonblood operate so freely in the Wildlands? He is a smart businessman. Deals in all the right places. Gaius' soldiers turned their gaze from him in exchange for free goods. However, no amount of bribery could cover up that Sereth was helping you to find us. And that's how Gaius found out. How much time do you think we have to prepare?
Not long, I'm afraid. The whole purpose of Gaius's campaign is to wipe us from the face of this world. Once he knows of our final stronghold, he will send everything he has and destroy us. I see all sorts of lamps here, but no fire. Is this the way of the flameless light? It is, yes. In ancient times, the Moonbloods went by another name. We lived in a great society called the Sintuck, and we wielded the knowledge to follow the way of the flameless light. Settle in, Dust. This could take a while. We Sintuck harnessed a power unlike any this world had ever seen. We built elaborate contraptions like these lamps, capable of piercing the darkness without so much as a spark. Well, obviously something went wrong, because we still have to build a fire every time Dust pulls out his map. Unfortunately, the ancient tomes do not say how the Sintuck fell, and that knowledge has been lost. Perhaps intentionally. All we know is that our kind were made as outcasts, and that has remained true for countless generations. Ja, ich glaube, da sage ich gerade, dass diese ganze Geschichte mit diesem Synthak und mit diesen 5 Schwertern, dass das auf jeden Fall alles nach einer Fortsetzung schreit. Meiner Meinung nach. Dass man auf jeden Fall irgendwie so ein Prequel machen kann oder halt eine Nachgeschichte. For the longest time, we believed the Moonbloods were the only ones left who know of the way of the flameless light. But we were wrong. When General Gaius began his purge, there were stories of their weapons. Stories of elaborate contraptions that seemed to defy the natural world. Weapons that sound identical to those of the Sintuck in the most ancient of tales. What kinds of weapons are we talking about? Arrows made of light. Machines that take to the sky like birds. And we're supposed to fight these things with your lamps. I did not say it would be easy. Nobody ever does. I did once. Remember? Yeah, and you were wrong. Well, I'm here now. Ah, Is there herrlich. anything I can do to help? We are spread rather thin. Our chief engineer, Sonjin, is having trouble with our camp's support systems. Go and speak with him when you can, and I'm sure he will explain further. There is also the matter of our scout, Kier. He has not checked in for many hours, but with our battle preparations, we have not been able to mobilize a proper search party. His patrol takes him east of our camp if you aim to find him. Mithrarin, do you need anything else? Thank you, Elder, but I must be on my way. Yes, much to do. Ach ja. Und jetzt nochmal reden. Ginger? Jin? Oh, Dust. It's you. Wer sonst? Yeah, just me. Are you alright? I'll be fine. Just a lot to think about. Listen, about Jin. Yes? What was he like? He was very kind. Almost to a fault, really. I like him already. Yes, he had that effect on people. I like to believe it's what made you do all those wonderful things for Aurora and Mudpot. Ara was always testing me. Every time I made a choice, he would tell me if it was the right one. I was choosing whether to follow Jin or Cassius. I believe they were both trying to influence my actions. And you listened to Jin. Yeah, he's kinda hard to ignore. He is, isn't he? Or at least he was. No, Ginger, I think you were right the first time. I think Jin continues to live through my actions. He's guiding me, keeping me on the right path. But what of your other half? Cassius murdered my family, Dust. He destroyed my village, killed my friends. How can you control such a terrible being? I feel his presence every time I swing the blade of Ara. I believe the Elder was right. Without him, I'd have been cut down long ago. But Jin keeps him from taking control.
As long as Cassius lives within you, though, there's always that danger. You could always be pulled to a path of evil. I won't lie. I felt him pulling me to take the quick and easy path, to leave the weak to fend for themselves, to show no mercy to those in my way. Perhaps someday you can be rid of his foul presence. Maybe. Someday. For now, I need him to defeat Gaius. There's no other way. I know. Still, I'm glad we were able to talk, Dust. Me too, Ginger. I'll be back before you know it. Be careful. Wenn die beiden was anfangen würden, wäre das dann Inzucht? Ah, ich weiß, das war jetzt ein blöder Kommentar. Aber ich muss sagen, ich finde es echt hart, dass sie ihn jetzt die ganze Zeit damit Jin anspricht. Und am liebsten hätte ich auch gesagt, dass es seine eigenen Entscheidungen waren, aber ich wollte mich mit ihr jetzt nicht schlecht stellen. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Did you hear something? Ich glaube, ich entscheide mich doch erst den Keller zu machen. Ja, ich mache erst den Keller. Und das, was wir gerade gehört haben, das hat was mit der anderen Mission zu tun, die wir machen müssen. Also diesen Soldaten da retten. Werdet ihr schon noch sehen. Ja, wir müssen jetzt hier mit Ette reden. Ah, you've arrived just in time, Mithrarin. My name is Sanjin. I'm what you'd call a chief engineer, I suppose the term is. The Elder mentioned you needed some help? Yes, indeed. In the caverns below, we've set up machinery to provide the camp with power and water. Unfortunately, seismic activity has shut down both systems, so I have been rather preoccupied handling the battle preparations. So if you could, I would appreciate it if you went down there to examine the generators. Sure, Sanjin. I'll take a look. Thank you. You'll need to restart the generator and water pump when you're down there. We'll require both systems to be running if we're going to stand a chance against General Gaius. Wofür wir auch immer dieses, also diesen Energiedings brauchen, weil wir haben ja unsere flammenlosen Lichter überall. Ach ja, und jetzt kommt, glaube ich, die schwerste Jump'n'Run-Passage im Spiel. Aber die ist gar nicht mal so... Na gut, das war jetzt blöd, weil ich wollte eigentlich nur den Schlüssel haben. Und habe deshalb ein bisschen blöd gespielt. Ach ja, und da sind wieder Dingsies. Ich weiß gar nicht, ob man an denen auch gut leveln könnte. Jeder von denen gibt 200. Muss ich mir mal überlegen. Weil ich muss auf jeden Fall noch leveln, weil ich will nicht hier mit Level 40 oder so in den Endkampf. Weil wir müssen ja noch Backtracking betreiben. Wir haben ja noch Millionen von Schätzen über, die wir sammeln wollen. Gar nicht mal so schwer, die Sprungpassage. Well, there's the generator. Let's see if we can find a way to get it working again. I sense no energy emanating from the device, Dust. Perhaps there is a way to return its spark? Well done, Fidget. The camp should now be receiving power. Honestly, Fidget, where would I be without you? Probably still be wandering around in the mountains outside of Roar. Wait, what? What I meant to say was, don't worry about it. Die beiden sind so süß. Und ich fliege. Jo, und hier ist jetzt irgendwo noch ein Schatz. Ah, wir speichern nochmal, weil ich ein Schisser bin. Und da ist ein Schlüssel, an dem ich natürlich vorbeifalle, weil ich so unglaublich gut bin.
Also dann nochmal das Ganze. Diesmal mit Schlüssel. Und dann haben wir das auch alles gesäubert. Die geben schon gut Erfahrung. Muss ich mir überlegen, wo ich da leveln gehe. Ich frage mich, wie solche schwebenden Steinkonstruktionen überhaupt halten können. Aber, ach, was soll's. Und da springen die Dinger schon reinweise in den Tod. Will ich mich auch nicht drüber beschweren. Und da habe ich glatt ein Säckchen zurückgelassen. Well, this is the water pump. Huh, no wonder it stopped. These vines are growing all over it. I don't want to risk damaging the pump trying to cut those vines. Maybe there's some way we can burn them off? Ach ja. Wir brauchen mehr Feuer. Hat auch einen Moment gedauert, bis ich drauf gekommen bin. Ich wundere mich einfach nur. Jetzt rotze ich da nochmal Feuer hin. Dann kommt schon der Hilfetipp. Und ich fühle mich echt verarscht, weil es brennt ja schon. Aber wir brauchen die ganze Leiste. Ah, stop. You're making me blush. Okay, that's the generator and the water pump back online. And let's return to Sanji. Abkürzung. Sind wir einfach dem Viech ausgewichen. Und jetzt wollen wir unseren Fortschritt natürlich nochmal speichern und warten auf unseren Express nach oben. Da ist er ja. Und je, es geht aufwärts. Excellent work, Miss Rarin. Now that the power and water systems are working again, we can hold our ground against Gaius' soldiers. You have saved many lives this day. So, 50% der Aufgaben vom Ältesten haben wir ja hinter uns. Und irgendwas suche ich wohl, aber ich weiß nicht mehr, was ich gesucht habe. Nee, ich weiß es echt nicht mehr. Und wenn ihr genau drauf achtet, hört ihr so Schrittgeräusche. Also habt ihr gerade gehört. It's the missing sentry. What happened here? Just look out! Und jetzt haben wir hier so unsichtbare Assassinen, Ninjas, die eigentlich aussehen wie das, nur halt in unsichtbar. Und natürlich machen wir jetzt mal die Kiste auf. Unterhalten Krabbenbeine. Bäh.
Und dann suche ich das Ding, was wir da gekriegt haben, und stelle dann fest, oh, das ist eine Rüstung. Und ich kann sie mir sogar leisten. Das ist das Beste von allen. Jetzt habe ich einen Schlammpanzer oder so einen Magmamantel oder was auch immer an. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich bequem ist, damit zu kämpfen. Und da ist noch so ein Assassinen-Ding. Und noch, oh, 3 Stück sogar. Oder 4? Ich verliere so ein bisschen die Übersicht. Und da ist noch einer. Nee, sogar noch 2. Also doch 4. Aber Fidget grillt ihn einfach. Und Level up. Und ich entscheide mich für Verteidigung. Je weniger Schaden man kriegt, desto besser ist das. Und ich bin gerade auf dem Weg zum Ältesten. Und ich weiß gerade gar nicht, ob das jetzt schon der Part ist. Oder der nächste. Ich glaube, dieser ist das jetzt schon. Wo ich dann gleich merke, oh scheiße, ich hatte das Mikrofon aus. Da könnt ihr mal erleben, wie das ist, wenn ich von jetzt auf gleich so richtig schön scheiß Laune kriege. Und zwar so richtig schön scheiß Laune. Ja, das ist jetzt. Also, viel Spaß. I'm afraid I have bad news. We found Kier, but he was ambushed by Gaius' soldiers. He didn't stand a chance. Then it has already begun. Dust, we are nearly out of time. Please, help Sonjin get our camp support systems working once again. Without them, we will stand little chance of mounting an effective defense. Ich habe jetzt die ganze Zeit das Headset ausgehabt. Ich weiß es nicht. It sounds like Sanjin was able to get the pumps and generators working again. No doubt thanks to your help. With power and water flowing through our camp once again, we will be better equipped to handle our enemies in battle and properly tend to our wounded. Thank you, Dust. I believe we are as prepared as we possibly could be. With the enemy at our gates, we have no choice but to begin our assault. Our warriors are gathering at the edge of the camp, waiting for you to lead them. Take this yellow resonance gem, Dust. Use it to open the gate. Thank you, Elder, for everything. Whatever happens, Sen Mithrarin, know that I am honored to have stood before you. The Moonbloods will follow you unto death. Now go, and Dust, good luck. Da habe ich ja viel zum Nachkommentieren. Ich raste ja aus. Ich habe das jetzt allen Ernstes die ganze Zeit das Headset ausgehabt und ich weiß nicht, warum das aus war. Ich habe da jetzt gerade bin ich durch Zufall dran gekommen und spüre auf einmal, hä, das kann doch nicht sein. Aber es ist tatsächlich so. Und irgendwie hat mir das jetzt gerade gehörig meine Laune versaut. Weil ich, keine Ahnung, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Naja, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Dust, an Elysian Tale. Bis dann.